Leute, Jungs, Mädels, seid gegrüßt. Heute wieder ein neues Video und ich hoffe, ich lüge nicht, wenn ich euch jetzt sage, dass das letzte Video ist, was hier in der alten Werkstatt aufgenommen wird. Denn die meisten werden es mitbekommen haben, ich baue aktuell eine neue Werkstatt und der Bau ist schon so weit vorangeschritten, dass ich zumindest plane, dass das nächste Video auf jeden Fall in der neuen Werkstatt schon stattfinden wird. Und obwohl das jetzt vielleicht unser letztes Video hier in dieser alten Werkstatt ist, habe ich dennoch wieder mal einen extrem spannenden Auftrag für euch. Denn heute geht es tatsächlich um ein kleines Stück Geschichte. Denn das, was ihr hier seht, ist ein Messer aus dem Zweiten Weltkrieg, aus deutscher Produktion. Also, so muss man ganz klar sagen, ein Messer, das hergestellt wurde und zum Einsatz kam in der dunkelsten Zeit der deutschen Geschichte. Dennoch ist es ein Stück Geschichte und das heißt, unser Ziel ist auch hier wieder, das Messer so gut wie möglich an den Originalzustand wieder heranzuführen. Und wenn man sich das Messer wenige Sekunden anschaut, beziehungsweise die Scheide dazu auch, da fallen natürlich direkt mehrere Sachen auf, um die wir uns kümmern müssen. Zum einen natürlich sind hier die Griffschalen gebrochen, das Messer sitzt nicht mal mehr fest in dem gegossenen Griff, die Oberfläche der Klinge ist natürlich katastrophal, bei der Scheide sieht es auf jeden Fall nicht besser aus, da ist der Rost so weit vorangeschritten, dass jetzt schon zum Großteil der Lack abgeblättert ist. Und auch das ist natürlich was, worum wir uns kümmern werden. Der eine Teil der Griffschale war schon kaputt, den zweiten habe ich jetzt kaputt gemacht, denn ich habe 2 Original-Griffschalen besorgen können, aber die 3 Sachen packen wir erstmal zur Seite, denn jetzt geht's erstmal ans Metall. So Freunde, ihr seht, den Griff konnten wir auf jeden Fall was Gutes tun mit dem Drahtbürstenaufsatz auf der Bohrmaschine, aber bei der Klinge sieht das ein bisschen anders aus. Da hat sich nicht allzu viel getan, aber da ich hier sowieso vorhabe, das Ganze nochmal per Hand zu schleifen, ist das alles gar kein Problem. Also lasst uns jetzt auch direkt damit weitermachen, denn ich denke, wenn wir damit fertig sind, sieht die Klinge auch deutlich besser aus. Also wie versprochen, die Klinge sieht jetzt auch auf jeden Fall deutlich besser aus. Wie ich finde, ein sehr cooler Vintage-Look, aus dem Grund, dass die Patina sich so tief reingefressen hat, dass wir jetzt hier noch einige tiefe Stellen haben. Dennoch ist die Klinge jetzt quasi durchgängig in Stahlfarben, genauso wie es sein soll. Und damit können wir uns jetzt um die Griffschalen kümmern. So, das Logo ist poliert, das heißt, wir können jetzt versuchen, das alte Logo in die neuen Griffschalen einzusetzen. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so komplex. Man drückt hier einfach diese beiden Blecharme hier zusammen und führt das Ganze optimalerweise natürlich richtig rum. Oh, es gibt gar kein richtig rum. Und ich sehe gerade, das Ganze passt hier aber noch nicht 100%. Wir haben ja auf jeden Fall noch einiges an Spannung, viel drücken will ich auch nicht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch hier etwas Material von der Griffschale wegnehmen, also die Vertiefung etwas größer machen, damit das Originallogo dann auch reinpasst. So, das hat gereicht. Das Logo passt jetzt hier perfekt rein und sitzt. Und jetzt können wir eigentlich direkt wieder ans Zusammenbauen gehen.
So, bevor wir jetzt das Messer schärfen und damit quasi das Messer endgültig fertigstellen würden, müssen wir uns hier einmal nochmal um die Scheide kümmern. Das heißt, zuerst werde ich versuchen, so viel wie möglich von dem oberflächlichen Rost hier zu entfernen, um dann das Ganze genügend anzurauen, damit der neue Lack drauf hält. Jungs und Mädels, jetzt ist auch der Auftrag abgeschlossen. Die Scheide wurde dreimal mit High Gloss schwarz lackiert und danach zweimal noch mit Klarlack. Also insgesamt hat sie jetzt 5 Lackschichten drauf. Beim Messer jetzt zum Schluss habt ihr gesehen, ich habe das Ganze jetzt mit 2 verschiedenen Steinen geschärft. Sonst habe ich immer nur einen. Aber die Schärfe ist natürlich genau wie immer sehr gut. Wenn ich ganz ehrlich bin, euch jetzt hier so das Messer zu zeigen, gerade mit diesem unschönen Symbol hier, gefällt mir tatsächlich gerade nicht so gut. Aber es gehört nun mal mit zum Messer und wie gesagt, es ist natürlich auch ein Stück Geschichte, wenn auch keine gute. Und ich dachte, es würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn ihr das Messer im Ganzen seht. Nichtsdestotrotz hat mir das gesamte Projekt an sich auf jeden Fall mega viel Spaß wieder gemacht. Wir hatten wieder einige Challenges, die wir vorher so auf jeden Fall noch nicht hatten. Und ich denke, wenn man das jetzt mit dem Ausgangszustand vergleicht, dann können wir auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden damit sein. Denn unser Ziel war ja, das Ganze wieder in einen ansehnlichen Zustand zu bringen, ohne natürlich das Messer wieder wie neu und aus der Fabrik wirken zu lassen, sondern dem Messer auch die Spuren ansehen zu lassen, die es über die Jahre gesammelt hat. In dem Sinne bin ich natürlich wieder riesig gespannt, was ihr denn über dieses Messer, über dieses Projekt, über diese Restoration in den Kommentaren zu sagen habt. Lasst es mich gerne wissen, denn auch für Verbesserungsvorschläge bin ich natürlich immer liebend gern offen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zur nächsten Restoration, dann auch in der neuen Werkstatt. Bis dahin. Ciao.